Also ich denke, dass wir alle eine gesellschaftliche Aufgabe haben und unseren Teil dazu beitragen sollten, dass die Welt fairer wird. Es erscheint einem selbstverständlich, aber ich glaube, da kann man tatsächlich noch viel verbessern. Ich kann das in meiner Kunst, aber das kann theoretisch jede Person, die in irgendeiner Form privilegiert ist, so wie ich, in ihren Job einfließen lassen. Das ist kein Problem. Also ich bin Laura Breiling, ich bin Illustratorin und lebe und arbeite in Berlin-Kreuzberg. In meiner Kunst und Illustration beschäftige ich mich besonders gern mit Feminismus, mit Körperbildern, besonders von Frauen und gesellschaftspolitischen Themen. Ja, ich habe verschiedene Dinge mir angeeignet, die, glaube ich, ganz gut sind gegen Verschwendung. Croissants kann man super einfrieren, Brot kann man in Scheiben einfrieren, das habe ich auch schon häufig gemacht. Und dann in den Toaster und dann hat man immer eine frische Brotscheibe. Ja, es gibt echt so viele verschiedene Gemüsesorten auch. Das lernt man dann auch erst kennen, wenn man mal durch so einen Gemüsegarten geht oder sich Obst auch mal anguckt. Das sieht so variabel aus. Das sind wir alles gar nicht mehr gewöhnt, sondern wir haben immer diese normierten runden Tomaten und die runden perfekten Äpfel im Supermarkt und das entspricht ja gar nicht der Vielfalt, die tatsächlich stattfindet. Also wir bodyshamen so ein bisschen Obst und Gemüse. Das heißt, eine zu krumme Gurke wird halt weggeschmissen oder aussortiert. Und bei Bananen ist es ähnlich, die müssen eine bestimmte Dicke haben. Das steht alles in der Bananenverordnung und dürfen auch nur genau eine gewisse Länge haben. Und das ist alles ein bisschen absurd, wenn man das so liest. Dann diese Alice im Wunderland mir ausgedacht, die dann durch dieses Obst- und Gemüsewunderland läuft und sich freut an den verschiedenen Formen und der Vielfalt, die es gibt. Und ich hoffe, dass es die Menschen auch ein bisschen inspiriert, die hässliche Gurke auch mal mitzunehmen, in Anführungszeichen hässlich, ne? Oder auch eine Tomate, die mal so ein bisschen aus der Form geraten ist, auch zu kaufen. Und wenn dieses Bewusstsein bei den Leuten ein bisschen mehr aktiviert wird, denke ich, wird auch weniger verschwendet. Ist meine Hoffnung zumindest. Ist ja nicht nur ein schöner Einrichtungsgegenstand, sondern auch eine Message dann dahinter. Also wenn euch das Poster gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr es kauft und euch aufhängt und ansonsten das Thema Lebensmittelverschwendung natürlich angeht und in euer Leben integriert und vielleicht kann das Poster dann ein Statement in die richtige Richtung setzen. Das wäre doch schön.